Learn German Games. Gut, Feather, das machst du toll. Du hast die neue Leiter gebaut und befestigt, wie ich es gesagt habe. Jetzt musst du nur noch hier hochklettern und mich befreien. Bruder Lightbeard, kannst du nicht selbst herunterklettern? Ich habe es dir schon 1.000.000 Mal gesagt, Feather. Ich war zu lange hier oben. Meine Füße sind zu schwach. Sie sind so zerbrechlich. Ich wage es nicht, sie zu benutzen. Also bitte, Feather, hör auf, Zeit zu verschwenden. Ich kann nicht, Bruder Lightbeard. Du weißt doch, dass ich... Nein, 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 nicht weinen, was auch immer du... Ich kann nicht. Oh, Bruder. Nein, 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 nicht weinen, was auch immer du... No, 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 don't cry, whatever you... this is how you say whatever. Was auch immer. And weinen is to cry. Nicht weinen, don't cry. Weinen, to cry, correct. Hello and welcome to LearnGermanGames.com, the only place where you'll learn German with games live. So if you're not watching this live, make sure to subscribe and click that bell button to be able to see us next time live. You'll get notified. You'll be able to ask your questions in the chat and react to the crazy game we're playing. Now you'll be able to follow along all the way regardless of your level because there are real-time subtitles in German and English. Knowing that, let's start. And we went up to those clouds here with the boy. If you remember, we were here with the girl before. If you have no idea what I'm talking about, go back to the playlist of Broken Age on the Learn German Games YouTube channel and check out the story. But for now, let's talk to this guy here who was crying, as you've seen in the intro. Let's see what's up with that. Hey, was ist los mit dir, Großer? Bruder Lightbeard braucht meine Hilfe, aber ich habe versagt. Und ich mag es nicht, wenn man mich Großer nennt. Hey, was ist los mit dir, Großer? Notice how after mit you always have the dative. This is why we have dir, yeah, and not dich. Hey, what's wrong with you, big guy? Großer is a noun combined with an adjective if you want to mean big guy. Yeah, großer. This is why you see the G as capital. Bruder Lightbeard braucht meine Hilfe, aber ich habe versagt. Brother Lightbeard needs my help, but I have failed. Don't let this verb confuse you, versagt. You can see sagen in it, yeah, but it has nothing to do with saying. It means to fail. Ja, ich habe versagt. I have failed. Also, the other things for you to notice, die Hilfe is feminine because it ends with an I. Und ich mag es nicht, wenn man mich Großer nennt. And I don't like being called big guy. So, nennen is to call somebody, yeah, not to be called. So, like, what do you call that? For example, was nennt man das? Nennen. Alright, and now your turn for you to read. If you're watching this video, mute the sound and start reading with us, or you can listen to my patrons reading and to my remarks regarding their pronunciation if they have any mistakes. Christopher, bitteschön. Hey, was ist los mit dir, Großer? Wurde leid, wer braucht meine Hilfe, aber ich habe versagt. Und ich mag es nicht, wenn man mich Großer nennt. Vielen Dank, Christopher. Hallo, ich bin Shay. Wie heißt du? Hello, I'm Shay. What's your name? Hallo, ich bin Shay. Wie heißt du? Einst wurde ich Feather genannt, aber nach dem heutigen Tag wird man mich Memme nennen. Wenn ich Glück habe, vielleicht auch Mama. Hallo, ich bin Shay. Wie heißt du? Hello, I'm Shay. What's your name?
So that's the difference. I'm gonna add it. I know you all know it. But the difference between heißen and nennen is that heißen is to be called, nennen is to call. Ja? Einst wurde ich Father genannt, aber nach dem heutigen Tag wird man mich Memme nennen. Once I was called Father, but after today I will be called a sissy. So his actual name is Feather, but they have this thing on those clouds where they are dropping letters to save some weight. It's a crazy thing. Yeah, genannt is the past participle of nennen, the verb we just saw. Heutigen Tag, nach dem heutigen Tag, after today, or literally after today's day, if you want. Heutig is an adjective. And die Memme is a sissy. It's feminine because it ends with an E. Wenn ich Glück habe, vielleicht auch Mim. If I'm lucky, maybe Mim too. So he also dropped a few letters from the word Memme. Yeah. So he has super low self-esteem right now. Das Glück is luck. Alright, your turn to read now. David or whoever is watching on the video as well, mute and read yourself. You'll remember more if you read, yeah. Hallo, ich bin Shay. Wie heißt du? Einst wurde ich Vater genannt, aber nach dem heutigen Tag wird man mich Memme nennen. Wenig aber vielleicht auf Memme. Vielen Dank, David. Wer ist Bruder Lightbeard? Who's Brother Lightbeard? Wer ist Bruder Lightbeard? Unser gütiger Anführer, der auf seiner hohen Wolke gefangen ist, seit ein seltsames Mädchen seine Leiter zerbrochen hat. Unser gütiger Anführer, der auf seiner hohen Wolke gefangen ist, seit ein seltsames Mädchen seine Leiter zerbrochen hat. So, unser gütiger Anführer, let's go through it slowly. Gütig is benevolent, and here it takes an ER because Anführer is masculine, and this is the nominative case here. Der is referring to the Anführer. Der Anführer is a leader, der auf seiner hohen Wolke gefangen ist. Die Wolke, I'm sure you all know it, it's in the previous video, but let me add it for you to remember. It's a cloud, die Wolke. Seit ein seltsames Mädchen, a strange girl, that's the girl we played with before, seine Leiter zerbrochen hat. Die Leiter, whenever it's feminine, it means ladder. Yeah, if it's masculine, it means leader, so don't let that confuse you. Zerbrochen is the past of zerbrechen, which means to break. Our benevolent leader trapped on his high cloud since a strange girl broke his ladder. Your turn to read, Kimberly, one sentence, so you're lucky. Unser gütiger Anführer, der auf seiner hohen Wolke gefangen ist, seit ein seltsames Mädchen seine Leiter zerbrochen hat. Vielen Dank, Kimberly. Warum kannst du Bruder Lightbeard nicht helfen? Why can't you help Brother Lightbeard? Warum kannst du Bruder Lightbeard nicht helfen? Ich habe Angst davor, diese Leiter zu erklimmen. Alright, let's do more than 2 sentences. Let's see how we're gonna encourage him. Kletter die Leiter hoch. Climb up the ladder. Du bist doch leicht genug. You're light enough. Du bist doch stark genug. You're strong enough. Du bist doch schnell genug. You're fast enough. He doesn't like to be called the big guy, so I guess if we tell him you're light enough, maybe he'll get convinced. Kletter die Leiter hoch. Du bist doch leicht genug. Aber ich bin nicht mutig genug. He's not brave enough.
Tell me more about this strange girl. Erzähl mir mehr über dieses seltsame Mädchen. Sie wirkte so leicht, doch in ihrem Herzen war eine Schwere. Deswegen ist auch die Leiter zerbrochen, als sie draufgestiegen ist. Ich glaube, Harmonys Lehre hätte ihr helfen können. Warum kannst du Bruder Lightbeard nicht helfen? Why can't you help Brother Lightbeard? Ich habe Angst davor, diese Leiter zu erklimmen. I'm afraid to climb this ladder. Die Angst, make sure to pronounce it with an open A. It's not angst, yeah, it's Angst. And erklimmen is another way to say to climb. It's more formal, ja. Kletter die Leiter hoch. Du bist doch leicht genug. Climb the ladder. You are light enough. So this is another verb to mean to climb up. Hochklettern is to climb up. And leicht in this context means light. It doesn't mean easy in this case. It could mean easy in other contexts. Aber ich bin nicht mutig genug. But I'm not brave enough. Mutig. Erzähl mir mehr über dieses seltsame Mädchen. Tell me more about this strange girl. Sie wirkt so leicht, doch in ihrem Herzen war eine Schwere. She seemed so light, but there was a heaviness in her heart. Wirken is to seem in this context. And die Schwere is a heaviness. Feminine because it ends with an E. Deswegen ist auch die Leiter zerbrochen, als sie darauf gestiegen ist. That's why the ladder broke when she climbed it. Ich glaube, Harmonys Lehre hätte ihr helfen können. I think Harmony's teaching could have helped her. So, teachings, I think he's referring to like reducing her load, as in like psychological load. But he might also be referring to the letters, dropping the letters in her name. Your turn to read, Susan. Warum kannst du Bruder Lightbeard nicht helfen? Ich habe Angst davor, diese Leiter zu erklimmen. Kletter die Leiter hoch, du bist doch leicht genug. Aber ich bin nicht mutig genug. Erzähl mir mehr über dieses seltsame Mädchen. Sie wirkte so leicht, doch in ihrem Herzen war eine Schwere. Deswegen ist auch die Leiter zerbrochen, als sie draufgestiegen ist. Ich glaube, Harmonys Lehrer hätte ihr helfen können. Vielen Dank, Susan. Lehre is teaching. I forgot to add that one. It's okay. We'll see it in many different contexts later. Let's see if another answer might work. But before that, let's ask him that. Weißt du, warum wir auf diesen Wolken laufen können? Do you know why we can walk on these clouds? Weißt du, warum wir auf diesen Wolken laufen können? Weil die Worte von Harmony Lightbeard uns leicht machen. You should help Brother Lightbeard. Du solltest Bruder Lightbeard helfen. Ich kann aber nicht. Let's tell him you're fast enough. Kletter die Leiter hoch, du bist doch schnell genug. Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Na dann, bis später. Nicht aufgeben. Weißt du, warum wir auf diesen Wolken laufen können? Do you know why we can walk on these clouds?
Laufen is a bit of a tricky verb because it could mean both walk or run depending on context and region, but it's such a common verb, you will get used to it quickly. Ja. Weil die Worte vom Harmony Lightbeard uns leicht machen. Because the words of Harmony Lightbeard make us light. Because we have while here, the verb went all the way to the end. Yeah. So I guess this is his full name, Harmony Lightbeard. Du solltest Bruder Lightbeard helfen. You should help Brother Lightbeard. Ich kann aber nicht. But I can't. The but is in the middle here. Kletter die Leiter hoch. Du bist doch schnell genug. Climb up the ladder. You're fast enough. Doch here doesn't add a meaning. It's just a way to emphasize like you are fast enough. Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Not really, if I'm honest. Ehrlich. Honest. Na dann, bis später. Nicht aufgeben. Well then, see you later. Don't give up. Aufgeben is to give up. You can see both the German and the English have give, geben. Seufzt. Sigh. Weint. Cries. Your turn to read, Christopher. Weißt du, warum wir auf diesen Wolken laufen können? Weil die Worte von Harmony Lightbeard uns leicht machen. Du solltest Bruder Lightbeard helfen. Oh, ich kann aber nicht. Kletter die Leiter hoch. Du bist doch schnell genug. Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Na, dann bis später. Dann bis später. Nicht aufgeben. Normally you say this together. Na dann. Oh, na dann. Na dann. Bis später. Nicht aufgeben. Without linking them, because then they would sound like a one word. Na dann. Na dann. Bis später. Na dann. Bis später. Nicht aufgeben. Oh. Vielen Dank, Christopher. Wir probieren noch einmal. Oh, Harmony. Na dann, bis später. Nicht aufgeben. Ach so. Das funktioniert nicht mehr. Wir gehen also weiter. Aber ich wollte mich doch nur um meine Familie kümmern. Um deine Familie, Walter? Oder um dich selbst? Hallo, mein Name ist Shay. Ich komme von, außerhalb. Ich auch. Ich komme aus Zuckerdosendorf. Mein Name ist Husker und das hier ist Walter. Walt, Du bleibst dabei, was? Weint Hister crying. Oh, Harmony. Na dann, bis später. Nicht aufgeben. Well then, see you later. Don't give up. Seufzt, sigh. Schnarchen. Snoring. Make sure to open your mouth on the chin here. Ja. Aber ich wollte mich doch nur um meine Familie kümmern. But I just wanted to take care of my family. Sich um etwas kümmern is to take care of something. Mich kümmern. So this is the reflexive part here. And doch again is just to emphasize. It doesn't add any meaning. Um deine Familie, Walter?
oder dich selbst? About your family, or from context we know this is supposed to be of your family. Of your family, Walter, or of yourself? Volconsure, remember that was a shop that sells cloud shoes? Hallo, mein Name ist Shay. Ich komme von außerhalb. Hello, my name is Shay. I'm from outside. Außerhalb is outside. Ich auch. Ich komme aus Zuckerdosendorf. Me too. I come from Sugar Bowls village. If you remember, this is the girl's father, yeah? Bella's father. Mein Name ist Hoska. Und das hier ist Walter. My name is Hoska, and this here is Walter. 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 So he insists on dropping the letter. Du bleibst dabei, was? You're sticking with it, huh? Literally, you stay with it, as in you insist on having this. And was here at the end doesn't mean what. It's an informal way to say, right? Huh? Yeah, it's like saying oder, but it's more informal. Your turn to read, David. Oh, haben die da, na dann, bis später, nicht aufgeben. Remember, whenever you have an SB, you pronounce it like später and not Später. Später, sehr gut. So ist Schnarchen. Aber ich wollte mich doch nur um meine Familie kümmern. Um deine Familie, Walter? Oder um dich selbst? Wolkenschuhe. Hallo, mein Name ist Shay. Ich komme von außerhalb. Ich auch. Ich komme aus Zuckerdosendorf. Mein Name ist Hoska und das hier ist Walter. Walter? Du bleibst dabei, was? Vielen Dank, David. Is your name Walter or Walter? Ist der Name Walter oder Walter? Mein Name wurde von Harmony Lightbeard zu Walt leichter gemacht. Das hat nichts mit einem Kult zu tun. Es hat mit einem Kult zu tun. Moment! Es hat nichts mit einem Kult zu tun. Hör auf, mich zu verwirren. Oh, du meinst den seltsamen Kerl da drüben auf der künstlichen Wolke? An Harmony Lightbeard oder seinem ist rein gar nichts künstlich. Es wird durch Nähte zusammengehalten und unten hat er eine große Schleife. Ist dir das nicht aufgefallen? Das sieht man eigentlich sofort. Ist dein Name Walter oder Walter? Is your name Walter or Walter? Mein Name wurde von Harmony Lightbeard zu Walter leichter gemacht. My name was changed from Harmony Lightbeard to Walter Light. Oh, this translation is crazy. My name was changed by Harmony Lightbeard to Walter to make it lighter. Yeah. So my name was from Harmony Lightbeard to. So this is how it changed to make it lighter. Das hat nichts mit einem Kult zu tun. This has nothing to do with a cult. Der Kult is a cult. Es hat mit einem Kult zu tun. So this is the reverse psychology here. It has something to do with a cult. Moment, es hat nichts mit einem Kult zu tun. Hör auf, mich zu verwirren. Wait a moment, it has nothing to do with a cult. Stop confusing me. We have a separable verb here. Aufhören. To stop. We keep seeing it and I keep reminding you of it so you remember that it has nothing to do with hearing. Ja, hör auf is to stop. Verwirren is to confuse. Hihi?
Oh, du meinst den seltsamen Kerl da drüben auf der künstlichen Wolke? Oh, you mean that weird guy over there on the artificial cloud? Künstlich means artificial. Der Kerl is a guy. An Harmony Lightbeard oder seinem Turton ist rein gar nichts künstlich. There's nothing at all artificial about Harmony Lightbeard or his Turton. I think he means throne or Throne. Er wird durch Nähte zusammengehalten und unten hat er eine große Schleife. He, actually, he's talking about him. He is held together by stitches and at the bottom he has a large bow. Die Schleife is a bow. Zusammenhalten is to hold together. Ist dir das nicht aufgefallen? Das sieht man eigentlich sofort. Didn't you notice that? You can actually see that right away. Auffallen is to stand out. Your turn to read, Kimberly. I gave you 10 sentences to make up for the one from before. Danke. Ist dein Name Walter oder Walter? Mein Name wurde von Harmony Lightbeard zu Walter leichter gemacht. Das hat nichts mit einem Kult zu tun. Es hat mit einem Kult zu tun. Es hat mit einem Kult zu tun. It does. Ja, genau. Moment. Es hat nichts mit einem Kult zu tun. Hör auf mich zu verwirren. Verwirren? Ja, verwirren. Hi. No, this is them laughing. Hihi. Oh, it's like, what context is that? Ja, Oh, du meinst den seltsamen Kerl da drüben auf der künstlichen Wolke. ja, genau. An Harmony Lightbeard oder seinem Thron ist rein gar nicht künstlich. Er wird durch Nähte zusammengehalten und unten hat er eine große Schleife. Ja. Nähte is the plural of die Naht, which is a seam. Yeah, or a stitch. I also forgot to add this one. I don't know why I'm forgetting to add words today. Dropping letters, dropping words. Yeah, because I'm following Harmony's philosophy here. I'm dropping words. Ja, genau. Ist dir das nicht aufgefallen? Das sieht man eigentlich sofort. Vielen Dank, Kimberly. Ist hier ein riesiges Monster vorbeigeflogen? Is a huge monster, did a huge monster fly by here? Ist hier ein riesiges Monster vorbeigeflogen? Manche nennen es auch Mog Chotra. Nicht seitdem er in mein Dorf kam, um es zu zerstören. Meine Tochter Vella hat ihn zurückgeschlagen. Unglaublich. Sie war so mutig. An dem Tag haben wir viel von ihr gelernt. Ist hier ein riesiges Monster vorbeigeflogen? Did a giant monster fly by here? Vorbeigeflogen is the verb vorbeifliegen. To fly by. Manche nennen es auch Mokchotra. Some also call it Mokchotra. Nicht seitdem er in mein Dorf kam, um es zu zerstören. Not since he came to my village to destroy it. Zerstören, to destroy.
Meine Tochter Vella hat ihn zurückgeschlagen. Unglaublich. My daughter Vella beat him back. Unbelievable. Zurückschlagen ist to strike back or to beat back. Sie war so mutig. An dem Tag haben wir viel von ihr gelernt. She was so brave. We learned a lot from her that day. Your turn to read, Susan. Ist hier ein riesiges Monster vorbeigeflogen? Manche nennen es auch Mokchotra. Nicht seitdem er in mein Dorf kam, um es zu zerstören. Meine Tochter Vella hat ihn zurückgeschlagen. Unglaublich. Sie war so mutig. An dem Tag haben wir viel von ihr gelernt. Vielen Dank, Susan. Dein Dorf heißt nicht zufällig Risikosystem 5, oder? Your village doesn't happen to be called Risk System 5, right? Dein Dorf heißt nicht zufällig Risikosystem 5, oder? Nein, ich meine erwähnt zu haben, dass ich aus Zuckerdosendorf komme. Was für ein Name ist denn bitte Risikosystem 5? Hört sich an wie aus einem Actionprogramm für Kinder. Ha! Genau. Was für kleine Kinder vielleicht. Dein Dorf heißt nicht zufällig Risikosystem 5, oder? Your village doesn't happen to be called Risk System 5 by any chance, is it? If you remember from the very beginning of the game, we were trying to save creatures or whatever from so-called planets, and this was one of the names. Ja. Zufällig, by any chance. Ach nein, ich meine erwähnt zu haben, dass ich aus Zuckerdosendorf komme. Ah, no, I think I mentioned that I come from Sugar Bowl's village. Erwähnen ist to mention. Was für ein Name ist denn bitte Risikosystem 5? What kind of name is Risk System 5, please? Was für ein is what kind of. Yeah, this is a very common structure you'll encounter in German. Was für ein, was für eine, bla bla. Hört sich an wie aus einem Actionprogramm für Kinder. Sounds like something out of an action program for kids, as in something running on TV, ja. Ach, genau. Was für kleine Kinder vielleicht. Yeah, exactly. Something for little children, maybe. Was here doesn't actually mean what. It's a spoken way to say etwas. So this is like saying etwas für kleine Kinder vielleicht. Maybe something for small children. Grummelt. Mumbles. Was ist mit dieser kleinen Hütte? What about this little shack? Die Hütte is a shack or a hut. Let's call it hut. It's easier to remember because they look similar. Your turn to read, Christopher. Dein Dorf heißt nicht zufällig Risikosystem 5, oder? Nein, ich meine erwähnt zu haben, dass ich aus Zuckerdosendorf komme. Was für ein Name ist denn bitte, Entschuldigung, was für ein Name ist denn bitte Risikosystem 5? Hört sich an wie aus einem Aktionprogramm für Kinder. Na genau, was für kleine Kinder vielleicht. Was ist mit dieser kleinen Hütte? Vielen Dank, Christopher. Was ist mit dieser kleinen Hütte? Das ist das Wolkenschuhgeschäft meiner Frau. Sie hat so hart gearbeitet, um Geld zu verdienen. Und ich habe daran gearbeitet, es wegzugeben. Sie ist weggelaufen. Und ich habe keine Ahnung, wohin.
Ich glaube, ich habe deine Frau gesehen. Wirklich? Wo? Sag's ihm nicht. Weißt du was, Walter? Wenn sie bereit ist, zurückzukommen, dann kommt sie zurück, klar? Stimmt wohl. Na gut, bis später. Mach's gut, Shay. Was ist mit dieser kleinen Hütte? What about this little shack? Notice Hütte is feminine. Oh, whenever we have the dative, here because of mit, dieser takes an R. Yeah, so feminine becomes something like der. Der, dieser. And kleinen is the adjective. Adjectives in dative take an N. Wolkenschuhe, Cloud Shoes. Das ist das Wolkenschuhgeschäft meiner Frau. This is my wife's cloud shoe store. Sie hat so hart gearbeitet, um Geld zu verdienen, und ich habe daran gearbeitet, es wegzugeben. She worked so hard to earn money, and I worked to give it away. Verdienen is to earn. Weggeben is to give away. Sie ist weggelaufen und ich habe keine Ahnung wohin. She ran away and I have no idea where. Weglaufen is to run away. Ich glaube, ich habe deine Frau gesehen. I think I saw your wife. If you remember, we saw her last time. Check out the previous video. Wirklich? Wo? Really? Where? Sag's ihm nicht. Don't tell him anything. The apostrophe S stands for ES, ja? Sag es ihm nicht. Weißt du was, Walter? Wenn sie bereit ist, zurückzukommen, dann kommt sie zurück, klar? You know what, Walter? When she's ready to come back, she'll come back, alright? Zurückkommen is to come back. Seufzt. Stimmt wohl. Sighs. I guess that's right. Na gut, bis später. Alright, see you later. Mach's gut, Shay. Take care, Shay. This is very informal. Ja, literally make it good. Mach es gut. Schnarchen. Snoring. Your turn to read, David. Was ist mit dieser kleinen Hütte? Be careful with the umlaut. That's your tongue forward. Hütte. Wolkenschuhe. Das ist das Wolkenschuhgeschäft meiner Frau. Geschäft. Geschäft meiner Frau. Sie hat so hart gearbeitet, um Geld zu verdienen. Und ich habe daran gearbeitet, um wegzugeben. Ja. All your A's were correct except this one, ja? Hart. With an open up. Hart. Sie ist weglaufen und ich habe keine Ahnung wohin. Weggelaufen. Ja, past participle. Ich glaube, ich habe deine Frau gesehen. Wirklich? Wo? Sag's ihm nicht. Weißt du was, Walter? Wenn sie bereit ist, zurückzukommen, dann kommt sie zurück, ja? So ist, stimmt wohl. Na gut, bis später. Mach's gut, Che. Schnarchen. Vielen Dank, David. Ich frage mich, ob die Teenagerin noch unten ist. Ah, die Mutter ist hier. Was ist denn hier passiert? What happened here? Was ist denn hier passiert? Warst du schon einmal bei einem Meidenmal? Nein.
Nein. Komisch. Warum habe ich das Gefühl, dass du lügst? Niemand sollte an einem Maidenmahl teilnehmen müssen. Und das wird auch keiner mehr müssen, solange ich was dagegen unternehmen kann. Das ist gut. Yeah, we should have said the yes and no. Wolkenschuhe, Cloud Shoes, Schnarchen, Snoring, Schnarchen, Snoring. Unverständliches Gemurmel. Unintelligible murmuring. Das Gemurmel ist murmuring. Unverständlich, unintelligible. Räuspert sich. Clears throat. Clears her throat, ja. Räuspern, make sure to pronounce the letters here as oi. Räuspern. So, sich räuspern is to clear one's throat. Was ist denn hier passiert? What happened here? Notice how with the verb passieren you use ist. Ja, sein. Warst du schon einmal bei einem Maidenmahl? Have you ever been to a maiden's feast? In German you say by a feast. This is something we can say, we could have said, but let's translate it. Ich möchte Nein sagen, aber ich befürchte, die Antwort ist Ja. I want to say no, but I'm afraid the answer is yes. Befürchten is to be afraid. Komisch. Warum habe ich das Gefühl, dass du lügst? Strange. Ja, komisch doesn't mean comical, it means strange. It could mean comical in certain contexts, but in this one it means strange. Lügen is to lie. Niemand sollte an einem Maidenmahl teilnehmen müssen. No one should have to attend a maiden's feast or to participate in one. Teilnehmen is to attend, to participate, to sign up for. Und das wird auch keiner mehr müssen, solange ich was dagegen unternehmen kann. And no one will have to as long as I can do something about it. Unternehmen is to undertake or to do. Das ist gut. That's good. Your turn to read, Kimberly. Wolkenschuhe. Schnärchen. Is no umlaut, Schnarchen. Schnarchen. Unverständliches Gemurmel. Gemurmel, because there's no umlaut. Ja, oh. Gemurmel. Ja. Räuspert sich. In this case, the SB stays SB. Räuspert sich. You're killing me. This is why you have to see so many sentences. You eventually you'll have the feel for it. Was ist denn hier passiert? Warst du schon einmal bei einem Maidenmahl? Ich möchte Nein sagen, aber ich befürchte, die Antwort ist Ja. Komisch. Warum habe ich das Gefühl, dass du lügst? Niemand sollte an einem Maidenmahl teilnehmen müssen. Und das wird auch keiner mehr müssen, solange ich was dagegen unternehmen kann. Das ist gut. Vielen Dank, Kimberly. Was genau ist denn ein Maidenmahl? What exactly is a maiden's feast? Was genau ist denn ein Maidenmahl? Etwas, was wir schon immer getan haben. So wurde es uns erzählt. Und wir haben es geglaubt. Wir dachten, es sei eine große Ehre. Wir waren so glücklich für Vella, so stolz auf sie.
So dumm. Was genau ist denn ein Maidenmahl? What exactly is a Maiden's Feast? Etwas, was wir schon immer getan haben, so wurde es uns erzählt. Something we have always done. That's what we were told. Und wir haben es geglaubt. Wir dachten, es sei eine große Ehre. And we believed it. We thought it was a great honor. Die Ehre is an honor. And here we are using the subjunctive because this is what they thought. It wasn't reality. This is why she didn't say, es ist eine große Ehre, because that would make it a fact. Ja, es sei eine große Ehre. You can see this kind of language a lot in news articles. Wir waren so glücklich für Vella, so stolz auf sie. We were so happy for Vella, so proud of her. Stolz, proud. Here we have an ST, so we say st. So dumm. So stupid. Your turn to read, Susan. Was genau ist denn ein Maidenmahl? Etwas, was wir schon immer getan haben. So wurde es uns erzählt. Und wir haben es geglaubt. Wir dachten, es sei eine große Ehre. Wir waren so glücklich für Vella, so stolz auf sie. So dumm. Vielen Dank, Susan. So the Maiden's Feast is something bad? Das Maidenmahl ist also etwas Schlechtes? Meine Tochter hat uns das bewusst gemacht, als sie das Monster bekämpft hat. Es hat nämlich nicht die Stadt zerstört. Es ist einfach weggerannt. Sie hatte die ganze Zeit über recht. All diese Jahre. All diese Mädchen. Für nichts. Das ist jetzt vielleicht nicht, was du hören möchtest, Morelia, aber eigentlich munterst du mich auf. What a strange teenager. Das Maidenmahl ist also etwas Schlechtes? So the Maiden's Feast is something bad? Meine Tochter hat uns das bewusst gemacht, als sie das Monster bekämpft hat. My daughter made us aware of this when she fought the monster. Bewusst is to be aware, so she made us aware. Bekämpfen is to fight against. And we have als here. This is why the conjugated verb goes all the way to the end. Es hat nämlich nicht die Stadt zerstört. Es ist einfach, after all, it didn't destroy the city. It simply weggerannt. Ran away. Sie hat die ganze Zeit über recht. She was right all along. All diese Jahre, all diese Mädchen, für nichts. All these years, all those girls, for nothing. Das ist jetzt vielleicht nicht, was du hören möchtest, Morelia, aber eigentlich munterst du mich auf. This may not be what you want to hear right now, Morelia, but you're actually cheering me up. Aufmuntern ist to cheer up. Du munterst mich auf. Your turn to read, Christopher. Das Maidenmahl ist also etwas Schlechtes? Meine Tochter hat uns bewusst gemacht, als sie das Monster bekämpft hat. You're also following Harmony's philosophy. You dropped a word. Das ist nicht wirklich notwendig, Entschuldigung. Es hat nämlich nicht die Stadt zerstört. Es ist einfach weggerannt. Sie hatte die ganze Zeit über recht.
All diese Jahre, all diese Mädchen, für nichts. Das ist jetzt vielleicht nicht, was du hören möchtest, Morelia, aber eigentlich munterst du mich auf. Vielen Dank, Christopher. Can I help somehow? Kann ich irgendwie helfen? Kann ich irgendwie helfen? Ich will nur meine Tochter finden. Sie um Verzeihung bitten und ihr sagen, wie stolz ich auf sie bin. Ah, könntest du doch nur meine Mutter sein. What were you talking about when I came? Worüber habt ihr gesprochen, als ich ankam? Ich habe nur versucht, diese junge Dame hier aufzumuntern. Aber jetzt bemerkt sie, was für eine Versagerin ich eigentlich bin. Das bist du nicht. Warum hat Mok Chotra mich dann nicht ausgewählt? Nun, ich weiß es nicht, Süße. Kann ich irgendwie helfen? Can I help somehow? Ich will nur meine Tochter finden, sie um zur Verzeihung bitten und ihr sagen... I just want to find my daughter, ask for her forgiveness and tell her... Die Verzeihung is forgiveness. Bitten is to ask or to beg. Let's say to beg. It's clearer. Wie stolz ich auf sie bin. How proud I am of her. In German, you're proud on somebody. Auf. Ach, könntest du doch nur meine Mutter sein. Oh, if only you could be my mother. You have a conditional here, yeah? Doch as well here, remember, it's just adding a bit of flavor, a bit of tone, a bit of emphasis to the sentence. Worüber habt ihr gesprochen, als ich ankam? What were you talking about when I arrived? Ich habe nur versucht, diese junge Dame hier aufzumuntern. I was just trying to cheer this young lady up here. Aber jetzt bemerkt sie, was für eine Versagerin ich eigentlich bin. But now she realizes what a loser I actually am. Die Versagerin is a female loser. Just to make it clear, der Versager is a male loser and die Versagerin is a female loser. Das bist du nicht. You are not. Warum hat Mok Chotra mich dann nicht ausgewählt? Then why didn't Mok Chotra choose me? Auswählen ist to choose. Nun, ich weiß es nicht, Süßer. Well, I don't know, Sweetie. Die Süße, literally sweetness. Why is she just calling her like Sweetie? Ja. Vielleicht hatte er es ja eilig. Maybe he was in a hurry. Your turn to read, David. Kann ich irgendwie helfen? Ich will nur meine Tochter finden, sie um Verzeihung bitten und ihr sagen, wie stolz ich auf sie bin. Ach, könntest du doch nur meine Mutter sein? Worüber habt ihr gesprochen, als ich ankam? Ich habe nur versucht, diese junge Dame hier aufzumuntern. Aber jetzt bemerkt sie, was für eine Versagerin ich eigentlich bin. Das bist du nicht. Warum hat Mok Chotra mich dann nicht ausgewählt? Nun, ach, ich weiß es nicht, Susa. Vielleicht hatte er es ja eilig. Ja. Vielen Dank, David. Let's actually tell her that. It's funny. Vielleicht hat er es ja eilig.
Wer bist du nochmal? Ich bin Shay. Ich bin nicht von hier. Hör zu, Twyla. Du musst jetzt nach vorne blicken. Und was soll ich tun? Mein ganzes Leben habe ich mich nur auf das Meidenmal vorbereitet. Nun, ich bin sicher, du kannst noch einen Haufen anderer Sachen. Wie zum Beispiel, lass mich nachdenken. Rechnen, to calculate. Rechnen. Nö, war nicht Teil der Meidenausbildung. Schaukeln. Schaukeln? Machst du dich über mich lustig? Not to be picked. Nicht ausgewählt werden? Das ist gemein. Na, wenigstens hast du ein cooles Kostüm. Oh, danke. Das habe ich selbst gemacht. Du hast dieses umwerfende Kleid selbst gemacht? Das ist ja beeindruckend, Twyla. Ah, gebracht hat es mir aber rein gar nichts. Ja. Vielleicht hatte er es ja eilig. Maybe he was in a hurry. Eilig is literally to be hasty. And this is how you use it. He had it hasty. Yeah, doesn't mean yes, it's just adding, it's like saying indeed. Maybe indeed he was in a hurry. Hä? Wer bist du nochmal? Hä? How are you again? Ich bin Shay. Ich bin nicht von hier. I'm Shay. I'm not from here. Hör zu, Twyla. Du musst jetzt nach vorne blicken. Listen, Twyla. You need to look forward now. Blicken is to look as in to glance. To peep. Und was soll ich tun? Mein ganzes Leben habe ich mich nur auf das Meidenmal vorbereitet. And what should I do? All my life I have been preparing only for the Maiden's Feast. Auf etwas vorbereiten. Vorbereiten is to prepare. In German you prepare on something. Auf. Nun, ich bin sicher, du kannst noch einen Haufen anderer Sachen. Well, I'm sure you can do a bunch of other things. Der Haufen means a heap or a pile, but here she means it figuratively as in a bunch of things, ja. Der Haufen. And notice how she doesn't say to do, she just says, you can still a bunch of other things. She didn't say to do. She could have said, du kannst noch einen Haufen andere Sachen tun, but it's often the case in German where you drop that last verb, but it's obvious, like tun or machen, ja, or gehen sometimes is dropped. Wie zum Beispiel, lass mich nachdenken. Such as, for example, let me think. Nun, wenigstens hast du ein cooles Kostüm. Well, at least you have a cool costume. Nö, war nicht Teil der Maidenausbildung. Nope. Was not part of the maiden training. Schaukeln. To swing because he saw her swinging, ja. Machst du dich über mich lustig? Are you making fun of me? So notice how you say that in German. Lustig is funny. Are you making yourself about me funny? Just remember it as a chunk, ja. Machst du mich über mich lustig? Just remember the whole thing. Nicht ausgewählt werden. Not to be picked, not to be selected. Das ist gemein. That's mean. Oh, danke, das habe ich selbst gemacht. So this is when they told her that her dress is nice. Oh, thank you. I did that myself. Du hast dieses umwerfende Kleid selbst gemacht? You made this stunning dress yourself? Umwerfend is stunning, magnificent. Das ist ja beeindruckend, Twyla.
That's impressive, Zweimal. Beeindruckend. Ach, gebracht hat es mir aber rein gar nichts. But it didn't get me any good at all. So gebracht as in brought has it to me. This is dative. This is why I'm saying to me. But rein as in completely or purely. Yeah, nothing. Absolutely nothing. Your turn to read, Susan. Vielleicht hatte er es ja eilig. Wer bist du nochmal? Ich bin Shay. Ich bin nicht von hier. Hör zu, Twyla. Du musst jetzt nach vorne blicken. Und was soll ich tun? Mein ganzes Leben habe ich mich nur auf das Meidenmal vorbereitet. Nun, ich bin sicher, du kannst noch einen Haufen anderer Sachen. Wie zum Beispiel, lass mich nachdenken. Nun, wenigstens hast du ein cooles Kostüm. Nö, war nicht Teil der Meidenausbildung. Staukern? Machst du dich über mich lustig? Make sure to stretch your tongue here. Ja, über. Über. Nicht ausgewählt werden? Das ist gemein. Oh, danke. Das habe ich selbst gemacht. Du hast dieses Unveränderlichkeit selbst gemacht? Das ist ja beeindruckend, Twyla. Ach, gebracht hat es mir aber rein gar nichts. Vielen Dank, Susan. Can you make a costume for me? Könntest du ein Kostüm für mich machen? Was? Oh, ich glaube, das wäre eine tolle Aufgabe für dich, Twyla. Nun, wenn du eine Vorlage und etwas Material hast, dann könnte ich vielleicht was zusammenflicken. Gut, ich hole eine Vorlage und das Material. Ich bin gleich wieder da. Oh, wie aufregend. Alright, so we need some kind of template and she'll make us some kind of dress. We're not sure why we need it yet. We will find out next time. For now, let's explain those sentences. Könntest du ein Kostüm für mich machen? Could you make a costume for me? Was? What? Oh, ich glaube, das wäre eine tolle Aufgabe für dich, Twyla. Oh, I think that will be a great assignment for you, Twyla. Die Aufgabe ist ein assignment or task. Nein. Wenn du eine Vorlage und etwas Material hast, dann könnte ich vielleicht was zusammenflicken. If you have a template and some material, I might be able to cobble something together. Die Vorlage, also Template. Zusammenflicken ist to piece together. Gut, ich hole eine Vorlage und das Material. Ich bin gleich wieder da. Good, alright. I'll get a template and the material. I'll be right back. This is also something for you to remember. It's a very useful sentence. Ich bin gleich wieder da. I'll be right back. Oh, wie aufregend. How exciting. Unverständliches Gemurmel. Unintelligible murmuring. Your turn to read, Christopher. Könntest du ein Kostüm für mich machen? Was? Ich glaube, das wäre eine tolle Aufgabe für dich, Tyle. Nein. Wenn du eine Vorlage und etwas Material hast, dann könnte ich vielleicht was zusammenflicken. Gut, ich hole eine Vorlage und das Material. Ich bin gleich wieder da. Oh, wie aufregend. Unverständliches Gemurmel. Vielen Dank, Christopher. And now it's time for us to do some exercises. If you're new to learn German games, these are all words we saw today in the game. And it's time for you to participate, to be able to remember more.
Yeah, send me the numbers in the chat on the left corresponding to the ones on the right, and don't be afraid to make mistakes. As long as you try, you're gonna keep learning, because this will help you remember. Actually, if you make a mistake, you're more likely to remember because you're gonna feel a bit embarrassed, and your brain is gonna make more effort to remember next time to avoid the mistake. Yeah. Christopher in chat says 1,19, das Glück, the luck. Das ist richtig. Kimberly in chat says Nennen. 7,12, 7,12, gütig. Benevolent. Ja, David? Nennen. To call. Nennen, to call. Susan in chat says 8,14. Die Memme, the Sissy. Susan sagt auch 9,17. Der Anführer, the leader. Kimberly in chat says 5,13. 5,13. Die Wolke, the cloud. Christopher in chat says 6,20. 6,20. Heißen. To be called. 3 Wörter noch. Zerbrechen und break. Zerbrechen, to break. Susan Chat says 4,11. Versagen, to fail. Heutig, today's. Same exercise now with short sentences. Just send me the numbers as before. Some of these sentences we saw today, but some of them are just useful. So you should probably learn most of them. Aber ich wollte mich doch nur um meine Familie kümmern. But I just wanted to take care of my family. Kimberly in chat says 5,19. Das ist gemein. That's mean. Susan says 10,18. Du bleibst dabei, was? You're sticking with it, huh? Wer bist du noch mal? Hey, who are you? Who are you again? Was ist denn hier passiert? What's happened here? Ich kann aber nicht, but I can't. I cannot. Susan and Kimberly say 6,13. Sag's ihm nicht. Don't tell him anything. Kann ich irgendwie helfen? Is there anything I can do to help you? Nicht ausgewählt werden, not be selected. Nicest thing you can say to somebody. Das bist du nicht. You are not. Fill in the blanks. These are sentences from the game. Let's see how much you remember. Nicht seitdem er in mein Dorf kam, um es zu... What did he want to do to the village? Zerstören. Zerstören. Destroy. Not since he came to my village to destroy it. Und ich mag es nicht, wenn man mich großer. Nennen. You have to conjugate it. Nennt. Mit T. And I don't like being called big guy. Etwas, die Leiter, etwas, du bist doch leicht genug. Remember to conjugate the verb, yeah? It's not a direct answer. Kletter oder klettere die Leiter hoch. Kletter die Leiter hoch, du bist doch leicht genug. Climb the ladder up, you are light enough. Das ist gemein. Ja. Das ist gemein. I didn't even mean to give you context. Das ist gemein. Na dann, bis später. Nicht. Aufgeben. Ja, nicht aufgeben. Don't give up.
Flashcards. How do you say the leader in German? Or to fail? Yeah. Versagen. Sorry. To fail. German. I was It's a looking leader at in the German. chat and I was like, saw "What?" leader. Versagen. Ja, how do you say to fail in German? Versagen, das ist richtig. Was ist das? Wolke. Die Herz. Wolke. Die Wolke. Ja, ein Herz. Gültig. Ja, gütig. Benevolent. To call. Nennen. Nennen. The luck. Das Glück. Das Glück. Today's. Heutig. Heutig. The sissy. Die Memme. Die Memme. Be called. Heißen. Heißen. Break. As in to break something, not the noun. Zerbrechen. 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 The leader. Der Anführer. Der Or Anführer. der Leiter. All right, time to order some words. One of the challenging things about German is word order. These are also sentences we just saw. Let's see how well you remember them. What's the first word? Ich habe. Ich habe. Nur diese junge Dame hier. Oder nur hier diese junge Dame. Ein Versuch to just throw it in the trash. Ja, I don't like versucht. Okay, also wir haben dann nur versucht, diese junge Dame hier aufzumuntern. Sehr gut. Ach. Du, meine Gute. Oh, wait. Güte, in any case, even though there's no Güte. Güte, oh, Entschuldigung. Du könntest. Oder könntest du? Nein. Oh, ach, könntest du. Doch nur meine Mutter sein. Ja. If only, because it's inverted because it's like an if only, yeah. Mhm. Hey, was ist mit der, was ist los mit der Große? Beep. Oh, think I'll beep. Now it's make a beep. What? Is that it? No, it's correct. Oh. But it always goes beep for me. Sie ist weggelaufen. Und ich habe keine Ahnung, wohin. Beep. Teamwork. Ey, wer bist du nochmal? And that was our game for today. Thank you for watching. Remember to like this video. And if you still have any questions, ask them in the comments below.